So Freunde, heute wird's hier hot, denn wir reden über Hank. Und falls ihr euch fragt, warum macht er das? Ich weiß es auch nicht. Ich habe die Düfte gesehen, ich fand es irgendwie kontrovers, ich fand es auch nicht so cool irgendwie und trotzdem habe ich mir gedacht, ich will mir das mal angucken. Irgendwie reizt mich das. Je schlechter die Parfumo-Bewertung, desto spannender das Video. Von daher, keine Ahnung, wie ich es finde, keine Ahnung, wie ihr es finden werdet. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich habe auf jeden Fall Bock auf dieses Video und damit sage ich herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht es heute fabelhaft und wir gucken uns, wie gesagt, jetzt Hank an. Wie bin ich da drauf gekommen? Tatsächlich, wie die meisten von euch wahrscheinlich, über Parfumo-Bewertung, weil diese Dinger einfach irgendwie richtig schlecht bewertet sind. Ich habe es dann in ein paar Shops gesehen und es war halt wirklich so dieser, weiß ich auch nicht, ist halt so eine übersexualisierte Marke, die halt mit so, ich würde sagen, also aus meiner Sicht gesehen, homoerotischen Stereotypen spielt. Es gibt den Gärtner, es gibt irgendwie den Mechaniker, den Boxer und alles sind so nackte Männer, die dann irgendwie nur den Flakon vom Pimmel haben und so. Da habe ich mir auch gedacht, muss das sein? Und dann habe ich mir die Flakons angeguckt und die Bewertung und die Düfte und dachte so, ja, das muss sein. Das gucken wir uns auf jeden Fall an. Ich habe die auch mal angeschrieben, nicht weil ich hier jetzt das Discovery Kit haben wollte, das habe ich mir selber gekauft, sondern weil ich gedacht habe, gibt es ein bisschen Hintergrundinfos zu der Marke, irgendwas zu der Motivation. Nie eine Antwort bekommen, scheint denen auch scheißegal zu sein. Der Gründer heißt Yun Yeo und war auf der Suche nach dem ultimativen Herrenduft. Ich lese das jetzt hier ab, ich habe das übersetzt. Das steht auf der Website natürlich nur in Englisch. Und genau, er war auf der Suche nach dem ultimativen Herrenduft und hat ihn einfach in Flaschen abgefüllt. Ja, aber wie riecht ein Mann? Und wenn es irgendwie stinkt, würde man es dann noch tragen? Ja, das würde man. Und sie fantasieren über bestimmte Typen von Männern und stellen sich den Geruch vor. Es geht nur um die Chemie und dann kommen da irgendwie Pheromone ins Spiel. Und Yuns Suche nach den Düften des Archetypen. Archetypen. Ein Prozess, der bisher 5 faszinierend schöne Düfte hervorgebracht hat. Eine endlose Studie, die noch nicht abgeschlossen ist und nicht nur für Männer, sondern auch für Frauen. Also gut, Frauen wollen jetzt scheinbar auch nach stinkenden Männern riechen und stinkende Männer wollen auch nach stinkenden Männern riechen. Habe ich das richtig verstanden? Es geht um Pheromone, es geht um... Das sind so hypersynthetische Düfte. Ich habe mir die Inhaltsstoffe angeguckt, Alter, da lauft ihr weg. Oh, guck mal, sind hier so ein paar Dinger noch, wo man das mal sieht. Oh ja, hier, guck mal, da kann man sich das direkt mal angucken. Er ist hier noch ein bisschen harmlos, ne? Aber sieht man schon mal so ein paar Achselhaare und so. Ne? Das ist so diese Visualität, die hier so fahren. Ja, gut, alles klar. Was ist hier sonst noch drin? Hier ist so eine Karte, da sind die Noten drauf und doppelt hält bessern ist hier verpackt. In diesem kleinen Briefchen sind jetzt so die Düfte. Machen wir das mal hier auf. Mich würde das sehr überraschen, wenn die jetzt wahnsinnig gut sind. Weil, ehrlich gesagt, bei so Marken, die so doll auf so eine Visual Appearance setzen, also so krass irgendwie sagen, ja, wir müssen jetzt hier irgendwie mit Sex und mit irgendwie dem männlichen Geruch und so, da kriege ich immer schon kalte Füße. So. Aber gut, wir sind unvoreingenommen. Das soll jetzt nicht so klingen, als hätte ich die schon von vornherein abgeschrieben. Ich habe da ja aufs Dach bekommen, bei meinem Born to Stand Out Video gab es Leute, die dann gesagt haben, oh, ich finde die aber super, wo ich gedacht habe, ja, ist ja auch okay. Das kann ja auch jeder super finden. Ich habe ja auch nie gesagt, dass man die Düfte nicht gut finden darf. Ich habe nur gesagt, mir gefallen die nicht. Aber ich brauche ja auch keine Videos machen, wo ich euch hier irgendwie Quatsch erzähle. So. Also wir fangen jetzt erstmal an mit dem ersten Duft. Das ist der Gardener. Ich muss den hier raussuchen. Das sind alles so Gardener. Ne, Carpenter ist das. Das ist der Carpenter. Den wollen wir jetzt noch nicht haben. Was haben wir hier jetzt? Den Lifeguard. Den brauchen wir auch noch nicht. Ich werde da jetzt 10-mal suchen, weil die alle gleich aussehen. Barman, Boxer. Natürlich der letzte wahrscheinlich, ne? Gardener. So. Gardener. Ich habe mal gehört, man muss ein bisschen draufdrücken, damit die Luft aus diesen Flakons kommt, dann sprühen die besser. So. Also, was haben wir hier? Einen synthetisch grünen Duft. Grapefruit, grüne Minze, Bergamott, Galbanum. Habe ich schon ein paar Mal gesagt, Balganum ist jetzt Galbanum. Galbanum ist nicht so meine Note. Zypresse, Ambroxan, Isoe Super, Patchouli, Sandelholz, Virginia Cedar. Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, dass der schlecht riecht. Ich würde aber auch lügen, wenn ich sage, dass der gut riecht. Der riecht süß, grün, synthetisch. Die Minze kriegt man noch am ehesten raus. Von der Grapefruit merke ich hier nichts. Ich sag mal so, der ist auf seine Art und Weise interessant. Ist jetzt nicht ein Duft, wo man sagt, habe ich jetzt schon 1000-mal gerochen. Ist aber auch kein Duft, wo ich denke, ich will den noch 1000-mal riechen. Ist okay.
Also der Gärtner kann bleiben, ja, wenn der dann da oben ohne schön die Zypressen schneidet. Aber ob der dann so riecht nach der Arbeit? Ich dachte, es geht darum, herauszufinden, wie eine Studie, wie Männer riechen. Das hier riecht ein bisschen wie Kaugummi mit einer holzigen Basis. Egal, die werden das schon wissen. Die haben das gemacht, die Honks von Hanks. Hank ist ja übrigens auch so ein habe ich nachgucken müssen, mir sagte, dass irgendwas klingelte. Das sind wohl so gut aussehende Männer, so ganz, ja, wie soll man sagen, statueske Menschen, die so wirklich so definiert sind. Jetzt haben wir den Barmann, den habe ich hier gerade irgendwo weggeschmissen. Ne? Hoffentlich finden wir den direkt wieder. Da ist er. Hier ist jetzt der Barmann. Das ist halt der nächste. Oh, der war schon gesprüht. Da haben die mich doch hier auch schon wieder beschissen. Süß-würzig. Oh, da brauche ich mehr von. Nicht, weil der so gut ist, sondern weil ich das nicht rieche. Warum rieche ich das jetzt hier nicht? Das ist da. So, jetzt aber. Wieder hat man da ein fruchtiges Opening, wird einem suggeriert. Grapefruit, Orange, Limette, dann gibt es Brandy und wieder Ambroxan, Iso-E-Super. Das ist, glaube ich, in allen die Basis. Überall ist diese Ambroxan, Iso-E-Super-Basis. Ambroxan ist ja quasi auch nur so ein, was soll ja so ein bisschen holzig, Ambra-artig riechen, nicht Ambra-artig. Tonkabohne, Patchouli, Heu, Strohblume, Texas Cedar. Ja, und was soll ich sagen? Es ist so ein boozy Duft mit so ein bisschen frischer Zitrik. Ist ganz nett. Aber ich sag's euch, also es ist jetzt wirklich, ne, es ist einfach, das ist okay, das kann man schon machen. Die Frage ist, warum? Es ist einfach ein okayer Duft. Ich lege den mal hier hin. Übrigens, falls ihr euch wundert, ich sprühe jetzt tatsächlich hier den Gardener nochmal ganz kurz auf, weil ich mir gedacht habe, wir gucken uns die am Ende immer nochmal an und ich habe gerade den Teststreifen irgendwie verbaselt. Ich möchte ja fair bleiben, auch mit den Leuten von Hank hier. Bleiben wir fair. Was soll ich sagen? Barmann. Für mich riecht er nicht so. Das ist super boozy. Und ob das jetzt Brandy ist, ja, könnte auch irgendwas anderes sein. So, jetzt geht's weiter. Also jetzt kommt, glaube ich, der Carpenter. Oh, da geht's schon los. 6,4. Rosa Pfeffer, Bergamot, Karotte, Zimt, Ingwer, Kardamom, Ambroxan, Iso-E-Super, Benzoin, Patchouli, Sandelholz, Texas Cedar, Virginia Cedar. Die haben überall die gleiche Basis drin. Also da ist ja auch kreativ, ist das nicht. Habe ich hier das Gefühl. Aber gut, was soll's. Was habe ich erwartet bei einer Marke, die eigentlich ausschließlich mit leicht bekleideten Männern wirbt? Also nicht, dass ich jetzt ein Problem mit leicht bekleideten Männern habe, aber ich finde halt einfach, das sollte der Duft ja im Vordergrund stehen. Das tut er hier ja allem Anschein nach nicht. So, also jetzt kommt hier der Lifeguard, oder was ist das? Der Carpenter erstmal, der Carpenter. Was ist denn der Carpenter nochmal? Nee, der ist nicht schön. Nee. Oh, ich mache nochmal einen drauf. Einfach als Selbstgeißelung. Mann, warum weiß ich denn jetzt nicht, was Carpenter ist? Ist das der Handwerker? Ist das so der Typ, der da kommt und sagt, hier, musst du mal Ihren Stromkasten kontrollieren? Warum liegt denn hier eigentlich Stroh? Warum hast du eine Maske auf? So einer? Ist das der Carpenter? Ich weiß das nicht. Rosa Pfeffer, Bergamot, Karotte, Zimt, Ingwer. Das riecht wie so eine Ingwerlimo so ein bisschen, das stimmt. Karotte habe ich 0. Riecht wie so ein Softdrink. Pop Soda. Soda Pop. Rosa Pfeffer. Nee, das gefällt mir nicht. Ich möchte auch nicht, dass ein Mann in meiner Nähe so riecht. Auch keine Frau, bitte. Es ist ja so gedacht, dass auch Frauen so riechen können. Ne? Dass die ja auch alle Honks sind. So, ich habe den Witz jetzt ein bisschen überstrapaziert. Ich mache ihn jetzt nicht nochmal, keine Sorge. Ich muss den Lifeguard erstmal finden. Die sehen alle gleich aus. Mann. Ich hätte ja auch so hinlegen können, dass sie jetzt nicht alle... Hier, Lifeguard, so. Der ist wieder besser bewertet hier. Der hat hier eine 7,5 auf Parfumo. Ja, ich habe hier Parfumo auf, weil, wie gesagt, jetzt haben wir einen richtig rein synthetisch-aquatischen Molekülduft. Also wir haben eine Basis aus, richtig, Ambroxan und Iso-E-Super, Labdan und Weihrauch. Und dann haben wir Kalone, Bergamott, Hedion und Kardamom. Hedion ist ja immer so ein bisschen zitrisch-jasminmäßig. Nee, jetzt werde ich wirklich, jetzt langsam werde ich auch fuchsig. So. Also das ist, was soll denn das? Das riecht nicht gut. Das ist wirklich ich rieche den Alkohol, ich rieche halt diese ganze Chemie-Scheiße, die hier auf dem Streifen ist, so. Es sticht, es ist kratzig, es ist unangenehm. Auch wieder, ne? Wo ich noch gesagt habe, hier der Gardener kann bleiben.
Also wenn der Lifeguard kommt, Alter, puh, wenn er dann noch irgendwie, wenn der so riecht, weiß ich nicht, was da schlimmer ist. Der Tod in den Fluten oder in der Achselhöhle von dem Mann aus dem Wasser gezogen zu werden. Naja, man weiß es nicht. So, jetzt haben wir hier den Mechanic. 5,7, roter Thymian, Petit Grain, Veilchen, Ambroxan, Isoe, Super, Styrax, Patchouli, Tabak. Die haben alle die gleiche Scheißbasis. Also was wir daraus lernen ist, und das finde ich erstmal gut, Männer riechen scheinbar grundsätzlich von ihrer Struktur her nach Ambroxan und Isoe Super. Okay, pass mal auf, Freunde. Das Ding ist schon wieder so scheiße, das finde ich jetzt gut. Ja, das riecht tatsächlich verbrannt, das riecht nach Kabelbrand, nach Schweiß, aber das traut sich was. Ja, wird auch sofort, das ist nur das Opening. Ich weiß nicht, ob das dieser rote Thymian ist. Wird direkt tragbarer. Klar, natürlich würde man als erstes an so einen Gualtieri denken, wobei der das tatsächlich einfach besser kann. Der würde das nicht so on the nose machen, klar, da beim Sardonaso auch, aber hier ist es wirklich so, riech mal, das ist ein Duft, der schlecht riecht. Aber da schält sich relativ schnell dann doch diese florale Note raus. Ne? Und Petit Grain, wenn man da nur genug von reinsemmelt, dann kann das ja auch so diesen leicht schwitzigen Akkord hier erzeugen. Finde ich bis jetzt den besten, muss ich sagen. Hat hier eine 5,7, aber der gefällt mir in seiner Radikalität. Das finde ich nicht so schlecht. Also wenn man gesagt hätte, wir machen hier so Konzeptdüfte und Männer, die harte Arbeit machen und Frauen, die harte Arbeit machen, die riechen nur mal nach Schweiß und Pisse, geil, dann ist das gut. Aber was die davor sollten, weiß ich nicht. So, und als letztes haben wir den Boxer. Da habe ich jetzt ja die Hoffnung, dass der ähnlich schlecht riecht, weil dann finde ich, also die anderen fand ich halt einfach alle so belanglos. Ne, und das macht hier wenigstens was mit mir. Das triggert eine Emotion. Die jetzt positiv ist, weiß ich nicht, aber es ist eine da. Ich finde den Boxer nicht. Wo ist der scheiß Boxer? Hier ist er. Finde ich auch ein bisschen inkohärent, muss man auch dazu sagen. Ne? Also ein Boxer ist ja, ich meine gut, natürlich ist das auch ein Beruf. Ne? Wenn man jetzt irgendwie sagen würde, hier Henry Maske war arbeitslos, fände der wahrscheinlich nicht gut. Der wird wahrscheinlich auch sagen, dass Boxen ein Beruf ist. Aber rein theoretisch ist er, sag mal, Mechanic, das kann man ja lernen. Ja gut, Boxer kannst du auch lernen. Ne? Aber ich sag mal, der Fachkräftemangel bei den Mechanikern ist höher als bei den Boxern. Nicht das Gefühl, dass die da ständig irgendwie sitzen und sagen, ach du Scheiße, ey, schon wieder keiner da, der mir hier in die Schnauze hauen möchte. So, 6,1 der Boxer. Roter Thymian, Bergamot, Bitterorange, Grapefruit, wieder Petit Grain, Rosmarin, Rose, Kreuzkümmel. Ja, den Kreuzkümmel riecht man auch. Na, klar. Veilchen, grüne Blätter, Muskat, Rosengrane. Finde ich bis jetzt tatsächlich den besten. Mit dem Mechanic. 6,1. Ambroxan, Isoe Super in der Basis. Fuck my life, echt. Muscatella, Salbei, Patchouli, Java, Vetiver, Kiefer, Stechwacholder, Styrax. Aber sie wären besser. Ist deutlich komplexer, ist jetzt auch kein Duft, den ich mir kaufen würde. Also Stand jetzt ist meine Empfehlung keiner. Aber die sind zumindest in der Art, wie sie gemacht sind, gefallen sie mir deutlich besser. Ah ja, ja, also hier steht synthetisch würzig. Weiß ich nicht. Der ist eher so ein bisschen, ja, hat schon eine starke Zitrik. Ne? Aber gut, das will man erwarten. Ne? Bei Bergamot, Bitterorange, Grapefruit und Petit Grain. Petit Grain ist ja, ich weiß gar nicht, habe ich glaube ich noch nie erzählt, ne? Aber vom Orangenbaum wird ja ganz viel verwendet. Die Blüte, die Neroli, ist ja die Orangenblüte. Dann gibt es die Blätter und dann gibt es halt diese Äste, richtig. Ne? Und das ist das Petit Grain. Ich weiß gar nicht mehr, was die Blätter sind. Da gibt es auch einen Namen. Das ist jetzt natürlich ärgerlich. Ne? Jetzt wollte ich hier so ein bisschen rumstrebern. Also wie gesagt, Neroli ist die Blüte und Petit Grain sind die Äste und Zweige. Und irgendwas sind auch noch die Blätter. Gut. Also, wir gehen jetzt nochmal durch. Wir gucken uns das nochmal an und dann machen wir hier auch einen Strich drunter. Also, wir hatten den Gardner. Dieser Minz Galbanum-Ding. Und jetzt kriegt der hat sich auch weiter verändert. Und ich würde sagen, nicht ins Positive. Der ist noch synthetischer geworden, der riecht einfach wie so eine komische Süßigkeit. Wahrscheinlich noch eher wie diese Kaugummis. Also auf jetzt wirklich absolut unangenehm. Den Gärtner können wir doch direkt feuern. Kann die Zypresse woanders schneiden. Sorry, tut mir leid. Barmann. Der ist ein bisschen besser geworden. Ich habe jetzt so eine leichte Pralinennote sogar. Hier steht ja Tonkabohne, Strohblume, Brandy. Hat eher so was Praliniges. Schön ist der auch nicht, aber ist okay. Wenn man das will, kann man das mal probieren. Also für Freunde, die so Boozy-Düfte mögen,
Checkt den ruhig mal aus, ist jetzt kein kompletter Totalausfall. Jetzt hatten wir, glaube ich, den Carpenter, ne? Das war der rosa Pfeffer, Karotte hier, Zimt. Das ist wirklich, das ist eine Katastrophe. Das riecht wirklich, das riecht wie so ein scheiß Softdrink, aber auch kein guter. Also wenn du so irgendwie so eine, was weiß ich, kennt ihr diese, was so mit so Sirup aufgesprudelt wird? Kannst du vergessen. Also wirklich, Carpenter kannst du wirklich, das kehren wir unter den Teppich, den guten Mann. Lifeguard, ja, ist ein bisschen besser geworden. Erinnert mich so ein bisschen, ganz kleines bisschen, an diesen Vitias von Père Noir, aber der Vitias von Père Noir ist deutlich besser. Also wenn ihr Bock auf so einen synthetisch-aquatischen Duft habt, nehmt ihr den Vitias. Hier ist eine Ähnlichkeit, aber der Vitias ist besser. Jetzt kommt der Mechaniker nochmal um die Ecke, der schlechteste, der 5,7. Ja, finde ich immer noch, das ist witzig. Ist doch witzig. Der riecht wirklich, aber riecht der unangenehm? Ich weiß es nicht. Also ja, der hat was menschlich, schweißig, verbranntes. Könnte auch so ein Soccinelli-Ding sein, wirklich. Das könnte einer aus dieser XSE-Serie von Soccinelli sein. Ich sag euch, probiert den mal aus. Mechanic ist auf jeden Fall für Leute, die Nische mögen, echt eine Empfehlung. Finde ich einen guten Duft. Ich würde ihn mir jetzt nicht kaufen, aber Lob für den Mut und für die Radikalität. Das muss ja honoriert werden hier. Und der Boxer, ja, der hat auch schon wieder abgebaut. Gefällig geworden ist er. Hat sich zur Ruhe gesetzt. Zahnlos. K.O. in der 2. Runde. Mein Gott, Alter, ey, da fallen mir ein Wortspiel am anderen ein. Ja, okay. Scheiß drauf. Also, Hank. So, was machen wir jetzt hier mit dem Quatsch? Ich packe das jetzt hier wieder ins Säckchen. Ich muss sagen, das hat meine Erwartungen so ein bisschen bestätigt. Das sind alles synthetische Düfte, auf die die Welt bei weitem nicht gewartet hat. Ob die jetzt nach dem Archetypen Mann riechen oder auch nur im Entferntesten für eine Frau auch nur interessant sind, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn man dieses ganze Brimborium drumherum weglassen würde, mit den ganzen nackten Männern, dem ganzen Schamhaarzeug, würde sich hier gar keiner für interessieren. Ist einfach meine Meinung, sage ich, wie es ist. Nichtsdestotrotz haben sie mit dem Mechanic einen Duft gemacht, der mich irgendwie abholt, weil ich den witzig finde, weil ich den radikal finde, weil ich den gut finde. Der Rest ist, was es ist. Wenn ihr Bock auf Ambroxan und Iso-E Superbasis habt, könnt ihr euch die alle kaufen. Ansonsten vorsichtig probieren. Es gibt ein paar Parfümerien, wo es die gibt. Habe ich auch schon mal hier in Hamburg gesehen. Könnt ihr mal gucken. Ich glaube, bei der Parfümerie Meister haben die. Kann man die mal antesten. Eine Kaufempfehlung habe ich, wie gesagt, nicht. Einen Favoriten schon ist der Mechanic. Wenn ihr Bock habt, noch mehr Duftvideos zu gucken, dann schaut gerne auf dem Kanal nochmal nach. Da gibt es nämlich einiges, was wir schon an, ich sag jetzt mal, Häusern da abgedeckt haben. Es gibt auch ein paar Listen. Es wächst und gedeiht. Ich freue mich übrigens, wenn ihr dieses Video auch liked, wenn ihr ein Abo dalasst, wenn ihr die Glocke aktiviert, wenn ihr das Video teilt und vor allen Dingen, wenn wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Ich würde sagen, ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder und tschüss!